Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal weiter mit alle meine Pressungen von, und das ist heute das Gene Simmons Soloalbum. Da schauen wir uns mal an, was ich so in meiner Sammlung besitze, und starten tun wir mit meiner Kallax Vinylregaltür, die ich da im Prinzip eingebaut habe oder halt mit den Magneten da reingestellt habe, damit ich da ja im Prinzip nicht die ganzen Platten sehe, sondern halt so ein bisschen eine schöne Deko vorne habe. Und das ist meine Gene Picture Disc im Bilderrahmen und die ist unterzeichnet, und das ja, ist ein Originalautogramm. Ich weiß es, weil ich habe selber beim Meet and Greet damals gesammelt. Man sieht es auch irgendwie. Gene, keine Ahnung, ob er sein eigenes Gesicht immer verachtet. Auf jeden Fall malt er gerne über sein Gesicht. Ich hasse sowas, wenn man so eine Autogramme immer bekommt. Alle anderen probieren da oben zu unterschreiben oder hier oder da. Gene macht es immer über sein Gesicht. Warum auch immer er das tut, er macht es leider oft. Es gibt wenige coole Autogramme, wo er nicht über sich rüber schmiert, muss man mal ganz klar sagen. Das ist auf jeden Fall ein Originalautogramm. Ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich, es zu besitzen. Das hier auf jeden Fall ein Original, wo ich es zu 100% weiß. Machen wir erstmal mit den zensierten Logos weiter. Hier haben wir eine deutsche Pressung. Das Ganze kommt hier aus dem Hause Phonogramm, und da drin bekommen wir dann diese Scheibe. Und da auch nochmal drauf halt alles in Deutsch unten geschrieben. Ja, das ist auf jeden Fall eine deutsche Pressung im richtig schönen Zustand und ja, cooles Teil. Hier das Ganze dann in einem nicht ganz so schönen Zustand aus dem Hause Phonogramm. Ich gehe hier fast davon aus, dass wir hier die identische Platte haben, weil ich glaube, das ist meine, die ich damals ja, bekommen habe, besessen habe. Das müsste eigentlich mein Exemplar sein, wenn ich das mich richtig entsinne. Ganz, ganz sicher bin ich nicht. Da kommt auch wieder im Prinzip dieser normale Einleger, dann wieder die Scheibe mit dem Label, was wir gerade schon gesehen haben. Also die besitze ich zweimal. Und anscheinend habe ich das Ganze dreimal. Keine Ahnung warum, aber hier ist witzigerweise ein Poster mit drin. Ich weiß nicht, ob das einfach falsch reingelegt war. Auf jeden Fall habe ich hier das Gene Poster. Und da steht oben NBLP 7120 drauf. Kein Schimmer, mit diesen ganzen Soloplatten bin ich wirklich so ein bisschen immer am Hadern, was da wirklich wie, wo richtig reingehört. Hier ist wieder, glaube ich, was anderes drauf, MB 7053. Ja, und hier hinten steht das gar nicht drauf, allerdings ist hier so ein komisches Ding eingestanzt. Ja, fragt mich nicht, bei den Pressungen bin ich wirklich ein bisschen raus. Auch hier wieder Aufführung, bla bla bla, deutsches Label, aber halt, ihr seht es mit dieser bedruckten Innenhülle. Ob das wirklich alles so zusammengehört, ich kann es euch nicht sagen. Das ist immer bei den ganzen Soloalben für mich ein bisschen verwirrend, was wozu gehört. Und da müsste ich jetzt wirklich bei Discogs wieder in die Tiefe gehen. Die ist auch hier unten mit Tesa geklebt, also die nicht im schönsten Zustand, aber mit dem Poster dabei. Dann kommen wir zu einer Pressung mit dem ersten Originallogo. Die ist vom Rot her nicht ganz so schön. Hinten sieht sie auch nicht ganz so schön aus. Ich kann jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, wo sie herkommt. Ob das eine US-Pressung ist oder was das hier ist. Die kommt mit so einem Innenlabel. Also mit so einem Innenlabel, mit so einer Innenhülle in Kunststoff. Ob die da reingehört, weiß ich nicht. Das ist eine Hongkong-Pressung anscheinend. Ob dann wirklich das alles auch so zusammengehört, hoffe ich natürlich. Scheint auf jeden Fall eine Hongkong-Pressung zu sein. Hinten sehe ich doch da unten Sang Chong Hongkong, doch, das ist definitiv eine Hongkong-Pressung mit Originalhülle. Auch im sehr schönen Zustand. Schönes Teil. So, dann haben wir hier mal eine Cut-Corner-Variante. Die ist natürlich damals verkauft worden, wenn die irgendwie runtergesetzt waren, dann wurden immer diese Ecken abgeschnitten, ähnlich wie bei diesen Mängelexemplaren bei den Büchern. Und dann habe ich hier eine Innenhülle und da bekomme ich auch noch ein Poster dazu. Das dann auch wieder, das ist farblich ein bisschen besser, steht
NBLP 7120 obendrauf. Also hier nochmal ein Poster dabei und dann haben wir hier eine Scheibe, ich gehe mal von US-Pressung aus, ja, mit dem Gene-Kopf oben auf dem Label. Das sieht nach einer US aus, weil da steht Made in USA. So, das war noch nicht alles, denn da ist jetzt definitiv auch der Bestellflyer drin. Das ist anscheinend meine komplette Variante. Da seht ihr das, der Gene Bestellflyer. Da haben wir diese typischen Poster, die man bestellen konnte, die tolle Gürtelschnalle, die ganzen Schlüsselanhänger und dann halt dieser Umschlag dazu, in den ihr das reinstecken konntet damals. Dann kann man es einschicken und konnte sich diese Sachen bestellen. Sehr, sehr geil. Würde ich mich manchmal freuen, wenn das heute noch so wäre. So eine Mail-Order-Sachen, aber gut, wir sind jetzt in der Online-Zeit. Ja, da packt man halt so einen QR-Code dabei. Irgendwie sind die ganzen coolen Sachen auch in der Neuzeit nicht mehr so geil wie früher. Irgendwie vermisst man manchmal den ganzen Kram. Wenn man diesen ganzen AI-Schrott sieht, der heute unterwegs ist. Das ist leider eine langweilige Welt geworden, muss man wirklich sagen. Alles ist nur noch verseucht von Internetsachen und Online-QR-Codes und was weiß ich nicht alles. Ist zwar auch cool, wenn man so eine Fancards wie bei Metallica bekommt, aber hier so ein reingelegter Bestellflyer hat für mich einen besonderen Flair. Ja, kommen wir zu den ersten Kuriositäten. Das müsste eine Mexiko-Pressung sein. Ja, das sieht ganz danach aus, weil hier kommt die Platte und da haben wir dann da die spanischen Titel drauf. Vinyl ist leider nicht mehr ganz so schön, aber trotzdem cool, dass ich die habe. Das ist halt ein reines Sammlerstück, die lege ich nicht auf jeden Fall hier. Mexikanische Ausführung, sehr, sehr dünn, wirklich sehr dünn. Das Vinyl, das biegt sich richtig durch. Ihr seht das hier, wenn man da das anfasst, das ist wirklich fast wie eine Flexi-Disc hier. Also wirklich super, super dünnes Material. Ja, das schöne Stück habt ihr schon in 1, 2 Videos gesehen. Müsste eine 2014er Nachpressung sein mit Original Gene-Autogramm, damals in Holland gekauft. Das Teil wirklich wunderschön. Ich mag dieses matte Cover und die Unterschrift auch ein bisschen ins Gesicht rein, aber wesentlich schöner und ist auch original, weil der Verkäufer viele, viele Beweisbilder hatte, dass er Kiss etliche Male getroffen hat. Und hier unten seht ihr das auch, das ist dieses audiophile 180 Gramm Vinyl. Das ist wirklich eins meiner Highlights auch so ein bisschen, die ich in meiner Sammlung habe. Die stecke ich auch immer in diese harten Hüllen, die ich mir mal gekauft habe, mit den harten Kanten, damit die halt auch nicht kaputt geht und schön geschützt ist. Kommen wir zu einer Japan-Pressung komplett. Da habe ich einmal das ganze Set, habt ihr in den anderen Videos zu Peter und Ace vielleicht auch schon gesehen. Oben ein leichter Riss drin leider in dem Cover. Müssen wir alles rausholen hier. Das müsste es gewesen sein. Ja, oben leider ein ganz klein bisschen angerissen. Ihr seht es da, das ist immer diese harten Cover, sind immer sehr, sehr empfindlich. Dann bekommen wir hier das Poster. Das ist nicht ganz so farbenfroh, doch geht auch. Aber da steht auch dann drauf, irgendwo unten VIP 6578, genau. Da sieht man dann, dass es die japanische Postervariante ist, die dann auch dazugehört. Dazu bekommen wir natürlich den Einleger, der ist wie immer in diesem schwarz-weiß gedruckt, wie so Zeitungspapier, so ein bisschen etwas fester, mit den ganzen Titeln in Japanisch und in Englisch. Und dann haben wir hier die Innenhülle, auch die kann man immer gut sehen, dass sie dazugehört, weil oben VIP 6578 drauf steht und innen drin kommt dann das Vinyl und das sieht dann so aus mit dem Label, auch mit dem Kopf von Gene drauf. Das sieht wirklich gut aus. Hier steht dann vorne Made in Japan, nicht verwirren lassen, weil hier was von USA steht. Also das ist definitiv meine komplette Japan-Pressung. Auch hier wieder so eine Kunststoff-Innenhülle drin. Da kann man das dann wieder schön reinschieben und ist schön geschützt. Auch die Innenhülle sieht echt gut aus. Weiter geht es mit einer Pressung aus Venezuela. Die hat hier so ein bisschen weiß schief geklebten Rand, als wenn da halt so ein Sticker wie raufgeklebt ist. Hinten ist das Ding fast komplett so schwarz-weiß. Und hier unten seht ihr das so ein bisschen. Venezuela, da steht der ganze Spaß.
Und innen drin habe ich eine schwarze Hülle. Die ist wahrscheinlich nicht original. Und dann kommt hier das Venezuela Vinyl. Da seht ihr es auch unten, da steht es drauf. Auch eine wirklich schöne Variante. Vinyl ist auch in einem echt guten Zustand und die Hülle sowieso. Das ist auch eins meiner Prunkstücke. Hier ein bisschen abgewetzt leider, aber ansonsten ist das Ding wirklich im schönen Zustand. Hat auch eine richtig dicke Pappe als Cover. Das sieht echt schick aus, das Teil. Ja, dann habe ich hier nochmal eine unkomplette Japan-Pressung. Da habe ich definitiv den Einleger und das Vinyl, aber kein Poster oder irgendwas. Das fehlt hier. Brauche ich jetzt nicht groß weiter zeigen. Ist im Prinzip die Scheibe, die ich auch mit Obi habe. Ja, aber halt ohne den ganzen Spaß. Ja, hier jetzt eine, die ich noch nicht zuordnen kann. Auch glänzendes Cover. Dann aber sehr, sehr mattes Bild und hinten steht NAC 7049 drauf. Ich kann jetzt momentan auf den ersten Moment nicht erkennen, wo die herkommt. Nee, finden tue ich da jetzt nichts. Es ist hinten schwarz-weiß. Wir gucken mal rein, ob wir da schlauer werden. Dann haben wir da wieder NAC draufstehen. Steht da irgendwas, wo das produziert ist? NAC 7049A. Ihr werdet es mir bestimmt in die Kommentare schreiben, was für eine Pressung das ist. Love Gun Label ist hier drauf. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wo diese Pressung herkommt und was das für eine ist. Auf jeden Fall sieht sie auch gut aus, im schönen Zustand. Wird eine besondere Länderpressung sein. Jo, dann habe ich hier eine, könnte auch Mexiko sein, nicht ganz so schöner Zustand. Sieht nach Mexiko aus, hinten die Titel drauf. Ich hatte vorhin auch schon eine gezeigt, wo ich dachte, das ist Mexiko. War die vielleicht kein Mexiko oder ist das eine andere Mexiko? Auf jeden Fall hier auch ein bisschen beschriftet, das Innenlabel, und sieht aber soweit auch gut aus und die Titel sind da in Spanisch drauf. Also das scheint definitiv auch hier eine aus meinem Mexiko-Haul zu sein. Sieht ganz schön abgenutzt aus, aber halt natürlich hier auch nicht so leicht zu bekommen. Das war schon fast mit den Standard-Normalpressungen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den Picture Disc Scheiben. Da habe ich dann einmal den Kandidaten hier und da bin ich immer echt absolut unsicher, was ich da besitze. LR 113 LPP. Ich weiß nicht, es gibt da ja verschiedenste Picture Disc Varianten. Keine Ahnung. Auch hier steht LR 113 drauf. Scheint in der EU gemacht worden zu sein. Ist das eine von diesen holländischen Pressungen? Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall eine Picture Disc im wirklich schönen Zustand, fast neuwertig vom Cover her. Also scheint auf jeden Fall eine aktuellere Version zu sein. So, dann hier, wer mein Peter Criss und Ace Video gesehen hat, weiß, dass ich einmal das ganze Set verschweißt habe. Müssten original US-Pressung sein. Da ist sogar noch ein Sticker drauf. Also da gehe ich von aus, dass die wirklich original verschweißt sind. Eine USA-Picture-Variante. Und ja, die sieht wirklich genial aus und dann auch noch eingeschweißt. Hat dieses vergilbte Vinyl, was auf US-Pressung hindeutet. Da war nämlich ich glaube die Erstauflage waren so vergilbt. Auf jeden Fall sieht das Ding gut aus. Die LR 113 vorhin, das war anscheinend die russische Pressung, weil die besitze ich ja auch hier. Habe ich von allen irgendwie einmal ohne diese ganzen Aufklebergeschichten, weil hier, das ist die, nehme ich auch LR 113 und da fehlt dieser Sticker bei der anderen. Aber da kommt nämlich genau dasselbe Vinyl, auch im schönen Zustand. Das scheint diese russische Variante zu sein, weil die habe ich hier nochmal mit dem richtigen Hype-Sticker. Die habe ich ja auch einmal komplett. Anscheinend habe ich alle wirklich dann einmal ohne Hype-Sticker und einmal mit Hype-Sticker. Die sind wirklich echt schön, auch von der Qualität her sehen die richtig gut aus. Ja, Japan-Pressung Picture Disc. Das Ganze sieht so aus, ist keine von den Originalen. Sind diese Nachpressungen. Erkennt man an dem nicht so bunten Bild.
Und halt hier auch die Qualität ist minderwertig, muss man sagen. Trotzdem sind die mittlerweile sehr, sehr teuer. Selbst die nachgepressten werden gut gehandelt, selten unter 100 Euro zu bekommen. Auf jeden Fall da auch ein schönes Teil und das Ganze kommt auch mit einem Einleger. Also auch da wird sich Mühe gegeben, dass das ordentlich aussieht. Das ist auch ein Faltblatt. Ja, und das ist dieser ganz normale japanische Einleger nochmal nachgedruckt. Kommen wir zum Ende. Meine mysteriösen, unterzeichneten Platten sehen für mich nicht so echt aus. Es kommt dieses Record Runs Music Zertifikat dazu, was auch jeder selber basteln kann. Da ist nicht mal was eingeprägt. Keine Ahnung, ich habe 4 Stück davon. Ich gehe davon aus, dass die nicht echt sind. Ich behalte sie in der Sammlung, weil ja, sie sehen soweit gut aus und ich sag mal, wenn die Unterschrift wirklich gefälscht ist, sieht sie auch verdammt gut aus. Kein Schimmer, kann echt sein, muss nicht echt sein. Niemand weiß es. Bisher konnte auch keiner mir richtig Informationen von euch dazu liefern. Aber mein Gott, ich habe sie, alle sind unterzeichnet. Vielleicht sind sie echt. Dann ist es natürlich cool. Falls nicht, habe ich trotzdem meine eigen unterschriebene, die ich euch am Anfang gezeigt habe, wo ich weiß, dass sie echt ist. Und das war's auch schon mit meiner alle meine Pressungen-Reihe von meinen KISS-Platten. Und in diesem Falle der Soloscheibe von Gene Simmons von 1978 müsste das gewesen sein. Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Paul. Und dann geht es weiter endlich mit Dynasty Unmasked und solchen Geschichten. Und da habe ich echt viele Pressungen. Also das könnte wieder relativ üppig werden, obwohl hier auch Gene jetzt auch eine Menge sind. Eine habe ich euch nicht gezeigt. Die ist wie immer in diesem Solo-Box-Set. Da ist ja auch noch mal die Gene drin. Mit diesem Bild dazu, das Solo-Box-Set habe ich euch schon gezeigt. Die habe ich natürlich auch noch. Jo, dann lasst gerne einen Kommentar da, gerne ein Abo und einen Daumen nach oben fürs Video. Gerne auch hypen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wer Bock hat auf einen Vinyl Army Aufnäher oder eine Vinyl Army Slipmat für euren Plattenspieler, guckt mal an meiner Kanalmitgliedschaft vorbei. Über jede Unterstützung freue ich mich da sehr. Danke an alle, die das bisher schon machen und gemacht haben. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als habt noch einen schönen Restsonntag. Keep on rockin'. Tschüss.